Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie man ketogene Brötchen backen kann, die vollkommen ohne Kohlenhydrate auskommen, die somit auch glutenfrei sind und wie ganz normale Brötchen schmecken. Mashallah. Dazu werden wir zuerst hier die Leinsamen vermahlen zu Leinsamenmehl. Wichtig ist, dass man die Leinsamen immer selber mahlt und nicht in gemahlener Form kauft, denn die Omega-3-Fettsäuren darin sind äußerst oxidationsempfindlich und der Grund, warum wir die Leinsamen vermahlen, ist ja gerade der, dass wir an die hochwertigen Omega-3-Fettsäuren gelangen, die im Leinsamen in großer Menge enthalten sind. Als nächstes werden wir die Flohsamenschalen ebenso mit der Kaffeemühle vermahlen. Hier könnte man das Flohsamenschalenpulver schon so in vermahlener Form kaufen, aber ich kaufe immer die Flohsamenschalen, weil die einfach preisgünstiger sind und man kann sie dann ganz gut zu Hause selber vermahlen. Das Flohsamenschalenpulver besteht zu 90% aus Ballaststoffen, die der Verdauung sehr gut auf die Sprünge helfen. Als nächstes geben wir Bio-Kokosmehl hinzu. Kokosmehl ist völlig frei von Gluten und Phytinsäure, was genauso für das Mandelmehl zutrifft. Wir haben hier jetzt auch noch Mandelmehl hinzugegeben und das sind jetzt ganze Chiasamen. Die könnte man theoretisch genauso wie die Leinsamen vermahlen, das hatte ich hier aber jetzt nicht getan, denn wir bekommen ja durch die Leinsamen schon genug Omega-3-Fettsäuren, auch wenn man davon natürlich nie genug bekommen könnte, weshalb man die natürlich auch vermahlen könnte. Dann kommt ein Päckchen Backpulver hinzu und wie wir gesehen haben auch 1,5 Teelöffel Himalaya-Salz. Jetzt wäre es gut, erstmal die getrockneten Zutaten gut zu vermischen, das hatte ich hier jetzt vergessen zu tun, aber das könnt ihr ja dann besser machen. Und dann kommen jetzt noch die folgenden anderen Zutaten hinzu, und zwar erstmal 2 Esslöffel naturtrüben Apfelessig, dann kommen die Bio-Eier hinzu. Eigentlich sollten wir 5 Bio-Eier nehmen, ich hatte aber nur 3 und eben 2 Eiweiße noch übrig, deswegen habe ich die einfach genommen, aber besser man nimmt 5 ganze Bio-Eier für dieses Rezept, damit die Brötchen am Ende wirklich gut zusammenhalten. Und dann geben wir 250 Gramm Bio-Speisequark hinzu. Besser wäre es, wenn man hier die Vollfettstufe nehmen würde, statt die Magerstufe, aber die konnte ich nicht finden. Grundsätzlich sind Milchprodukte von Bio-Qualität natürlich immer sehr viel gesünder, wenn sie die Vollfettstufe beinhalten, denn wenn man das Fett entzieht, ist es überhaupt nicht gesund. Da die natürlichen und gerade auch die gesättigten Fette sehr wichtig für viele Vorgänge im Organismus sind. Jetzt werden einfach alle Zutaten gründlich durchgerührt, wie wir gesehen haben, und dann kommt 300 Milliliter kochend heißes Wasser hinzu. Ich nehme natürlich wieder mein destilliertes, also mein selber destilliertes, reines Wasser dazu und es muss unbedingt kochend heiß sein. Dann werden wieder diese ganzen Zutaten gründlich durchgerührt und alles gut miteinander vermischt, bis wir einen ebenmäßigen Teig erhalten. Man sieht, wie schnell die Zutaten darin aufquellen und das Wasser aufsaugen. Also der Teig wird sehr schnell ganz trocken. Und das soll er auch werden. Der wird dann sogar noch 1 Stunde lang stehen gelassen, damit die Leinsamen, die Chiasamen und die Flohsamenschalen gut aufquellen können und den Teig zu der richtigen Konsistenz bringen, bevor wir dann daraus Brötchen formen und diese dann im Ofen backen werden. Jetzt haben wir den Teig gut vermischt und jetzt bleibt er 1 Stunde lang erstmal stehen, damit alles gut quellen kann. Nach 1 Stunde dann ist der Teig fertig gequallen. Wir sehen, hat jetzt schon eine viel festere Konsistenz und daraus werden wir jetzt die Brötchen formen. Dazu könnte man die Hände mit etwas Öl benetzen, damit die Brötchenmasse eben nicht so an den Händen klebt. Ich habe dazu natürlich bio-natives Olivenöl verwendet, da ich kein ungesundes, toxisches Speiseöl mehr in meiner Küche verwende. Ja, jetzt möchte ich euch noch die gesundheitlichen Vorteile der Inhaltsstoffe dieser gesunden Brötchen hier aufzählen. Und zwar helfen Flohsamenschalen gegen das metabolische Syndrom. Und zum metabolischen Syndrom gehören ja die 4 bekanntesten Zivilisationserscheinungen unserer Zeit, nämlich Übergewicht, hohe Blutzuckerwerte, Bluthochdruck und hohe Blutfett- bzw. Cholesterinspiegel. Alle Erkrankungen dieses tödlichen Quartetts begünstigen nach und nach Gefäßveränderungen und bringen eine erhöhte Schlaganfall- und Herzinfarktgefahr mit sich. Das Flohsamenschalenpulver hilft dem Körper dabei, diese Risiken zu minimieren und unterstützt die Regeneration und Entschlackung der Organsysteme. Gleichzeitig reinigt es sehr effektiv den Darm. Wie wir hier sehen, werden jetzt die Brötchen einfach noch mit verschiedenen Samen bestreut, wie zum Beispiel Sesamsamen,
Kürbiskernen und man könnte auch noch Sonnenblumenkerne nehmen. Und dann kommt das Ganze einfach in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei Umluft und wird 60 Minuten gebacken. Und das haben wir hier jetzt schon getan. So sehen die Brötchen aus. Fertig und richtig lecker und schön braun gebacken. Jetzt lassen wir sie noch eine halbe Stunde lang auskühlen, bevor wir sie dann anschneiden können. Was nun die Chiasamen betrifft, so bilden sie auch nach dem Einweichen mit Wasser binnen weniger Minuten eine gelartige Masse und können daher hervorragend die Verdauung anregen. Sie fördern die Darmpassage des Stuhls sowie die Gesundheit der Darmschleimhaut auf ähnliche Weise wie die Flohsamenschalen. Und auch der Leinsamen ergibt zusammen mit Wasser ein Gel, welcher die Verdauung anregt und sich insgesamt sehr heilsam auf das Verdauungssystem auswirkt. Inzwischen weiß man auch, dass der Leinsamen nicht nur die Verdauung anregen kann, sondern Herz-Kreislauf-Probleme reduziert, das Krebsrisiko senkt, besonders von Brust- und Prostatakrebs, antientzündlich wirkt und Osteoporose sowie Wechseljahresbeschwerden lindern kann. Und an diesem großen Wirkspektrum sind nicht nur die Omega-3-Fettsäuren und die Ballaststoffe des Leinsamens beteiligt, sondern auch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, die Lignane. Das sind antioxidativ wirksame Phytoöstrogene, die in Untersuchungen auf Tumore der Brust, Gebärmutter, Eierstöcke und Prostata schrumpfende Wirkung zeigten. Subhanallah. Und Leinsamen enthalten gar 800 Mal mehr Lignane als andere Pflanzen. Hier sehen wir jetzt sehr schön, wie die Brötchen von innen aussehen, also wie ganz normale Brötchen. Und genauso normal und lecker schmecken diese Brötchen. Man merkt da gar keinen Unterschied zu herkömmlichen Brötchen. Sie sind auch genauso stabil, luftig, fluffig, elastisch, MashaAllah, sodass man auf gar nichts verzichten muss, wenn man diese leckeren, gesunden Brötchen dann verzehrt. Und die Vorteile einer ketogenen Ernährung, also einer kohlenhydratarmen Ernährung, einer fettreichen Ernährung mit guten Fetten und mit den moderaten Mengen an Proteinen. Alle 3 Punkte sind ja hier in diesen ketogenen Brötchen erfüllt, denn wir haben hier kaum Kohlenhydrate, da wir das herkömmliche Weizenmehl oder Getreidemehl eben mit Kokosmehl und Mandelmehl ersetzt haben. Und durch die große Menge an Leinsamenmehl haben wir hier große Mengen an wichtigen Omega-3-Fettsäuren, auch durch die Chiasamen. Und gut wäre es eben auch noch, wenn man den Quark mit der Vollfettstufe auswechseln würde. Und die Proteine bekommen wir eben durch die Bio-Eier und auch durch den Quark. Die Vorteile einer ketogenen Ernährung sind eben der niedrige Blutdruck, dadurch ein verminderter Alterungsprozess, höhere Schlafqualität und bessere Stimmung, erhöhte Energieeffizienz, ein reduziertes Entzündungsrisiko, die Insulinresistenz wird gesenkt, also der Blutzucker um 3 bis 6% und der Insulinspiegel um 20 bis 31%. Das schlechte LDL-Cholesterin wird reduziert. Der im Gehirn gebildete Wachstumsfaktor BDNF wird erhöht und kann somit das Wachstum neuer Nervenzellen unterstützen. Unter anderem. Inshallah werde ich es noch schaffen, die aufwendige Recherche zu tätigen, um ein eigenes Video zur ketogenen Ernährung zu erstellen. Damit wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken dieser gesunden ketogenen Brötchen. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir mehr verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.